Ja, wir streben im Prinzip nichts weniger an als einen Systemwechsel und das ist natürlich die Herausforderung. Wir sind Jens und Angela Hanson. Ja, und dass wir uns mal mit dem Thema Klimapolitik beschäftigen, das war so eigentlich gar nicht geplant. Wir sind ganz normale Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Aber irgendwann waren wir so frustriert, das hat uns dann nicht mehr losgelassen. Die Politik kann es nicht richten, die Industrie will es nicht richten und wir Verbraucher sehen uns vor einer unlösbaren Aufgabe. Unser Konsum muss generell klimafreundlich produziert werden und dazu braucht es einen Handlungsdruck auf die Industrie. Warum gibt man nicht jedem Bürger sein persönliches Emissionsbudget, mit dem er dann seinen individuellen CO2- oder Treibhausgaskonsum bezahlt? Den Eco selbst gibt es noch nicht, aber wir haben ein Konzept dazu entwickelt. Wir möchten Wissenschaftler dazu einladen, Medien dazu einladen, mit uns in die Diskussion zu gehen, in den Austausch, zu hören, warum wir glauben, dass der Eco die bessere Alternative ist. Das Prinzip des Eco ist eigentlich so, dass man jeden Monat ein ökologisches Grundeinkommen, so nennen wir das, bekommen, also ein ganz persönliches CO2- bzw. Emissionsbudget. Und mit dem muss ich dann haushalten, wie auch mit dem Euro, den ich vielleicht auf meinem Girokonto habe. Ja, jede Sache hat mit dem Eco zwei Preise, den wirtschaftlichen und den ökologischen. Ja, also jede Flugreise hat dann zwei Preise, jede Tomate im Supermarkt, jedes Smartphone, einfach alles. So, mit diesem zweiten Budget muss ich dann auch haushalten. Wenn ich gut haushalte, kann ich anteilig dieses Budget auch verkaufen und kann mir somit ein zusätzliches finanzielles Einkommen sichern, was gerade für einkommensschwache Haushalte interessant ist oder für Bürger ärmerer Länder. Der Eco macht natürlich auch sehr transparent, wie viel CO2-Emissionen oder auch andere Treibhausgase wirklich entlang der Wertschöpfungskette anfallen. Das heißt, ich sehe dann im Supermarkt genau, wenn ich jetzt die Biotomate kaufe, wo ich eigentlich mit gutem Gewissen einkaufen möchte, merke dann aber, oh, die kommt aus Spanien, aus dem Treibhaus und die ist jetzt mit viel CO2-Emissionen hier nach Deutschland gekarrt worden, als vielleicht jetzt die regionale Tomate vom Bauern um die Ecke, die dann eben viel weniger Eco kostet. Und das wird eben durch diese Klimawährung wirklich ganz deutlich. Ich kann sofort auf einen Blick das klimafreundlichere Produkt erkennen. Genau. Das räumt auch auf mit dem Thema Klimaschuld, weil mit diesen persönlichen Budgets ist es völlig egal, welchen Konsum ich betreibe, ob ich ein großes Auto fahre oder zweimal im Jahr in Urlaub fliege, 3 Kinder habe, 2 Hunde, weil jeder kann sein Budget so einsetzen, wie er möchte. Das ist ein Maximum an persönlicher Konsumfreiheit, allerdings innerhalb ganz klar gesteckter ökologischer Grenzen. Die soziale Komponente ist vor allem, weil man sein nicht benötigtes Kontingent gegen Geld verkaufen kann. Das heißt, Menschen, die also per se einen geringeren CO2-Verbrauch haben, könnten sich damit finanziell besser stellen. Wir haben recht schnell gemerkt, dass wir beide sozusagen als No-Names da nicht viel bewirken können. Deswegen haben wir dann vor circa 3 Jahren einen Verein gegründet, Safe Climate Earth nennt der sich, um im Prinzip das Konzept dann in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Und so kam eben eins zum anderen. Wir haben das Konzept immer weiterentwickelt, haben Informationsveranstaltungen gegeben. Ja, mit der Buchveröffentlichung kam es dann auch dazu, dass uns Wissenschaftler wie zum Beispiel Professor Schellenhuber jetzt auch unterstützen. Ich muss auch sagen, wenn wir Talkshows anschauen, wo dann die sogenannten Experten drin sitzen und darüber sprechen, warum die gegenwärtigen Systeme nicht funktionieren, dann schauen wir uns immer an und denken, mein Gott, warum sitzen wir da jetzt nicht? Wir hätten wirklich die Antworten auf all diese Fragen und könnten eben die Vorteile des Eco erklären und erläutern. Und ja, deswegen brennen wir wirklich darauf, mit dieser Message jetzt endlich rauszukommen. Und wer möchte, kann uns auch gerne anschreiben, mit uns in Kontakt treten. Wir sind immer sehr an einem Informationsaustausch interessiert.